Konzentrische Kreise auf dem Mond entdeckt. Was zeigen die Muster? Wie sind sie entstanden? Seit 2009 umkreist die Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter den Mond und sendet seither Bilder in nie gekannter Auflösung zur Erde. Viele Daten des Orbiters sind frei zugänglich und machen es möglich, die Mondoberfläche virtuell zu erkunden. Ich gehöre zu den Nutzern und hatte das Glück, eine rätselhafte Landschaft auf dem Mond zu entdecken. Über dem Südpol des Mondes tauchen diese Strukturen und weitere kryptische Muster auf. Schwer zu beschreiben das Ganze. Ich will es trotzdem versuchen. Große Kreise bilden zusammen mit kleineren Kreisen eine Art Teppich, bestehend aus einem abstrakten Flechtwerk aus Linien und Flächen, ähnlich einem Ornament. Bei flachem Sonnenstand werden dreidimensionale Konturen sichtbar. Die Linien sind nicht durchgehend gezogen, sondern scheinen aus vielen kleinen Abschnitten zu bestehen. Das Ganze wirkt exotisch und wie nachträglich auf eine vorhandene Unterlage aufgesetzt. Ganzheitlich betrachtet verschmelzen die Muster zu einer einzigartigen Landschaftsfigur. Das südpolare Muster liegt ausgebreitet über einen Wallabschnitt des Kraters Shackleton und folgt dessen Topographie. Die Figur muss nach dem Einschlag entstanden sein. Einer Eingebung folgend schaute ich mir die Nordpolregion des Mondes genauer an und wurde direkt am Nordpol in der Nähe des Kraters Peary fündig. Die Nordfigur erstreckt sich über einen Gebirgszug. Der mittlere Abschnitt der Böschung ist von Ringen übersät. Rechts und links und über den Kamm hinweg sind weitere Muster angedeutet, die zum Rand hin verschwinden. Mein Anfangsverdacht, es könnte Mondmagnetismus im Spiel sein, hatte sich bestätigt. Magnetismus, das würde erstens die parallelen Strukturen an den Polen und zweitens das Material der Ablagerung erklären. Mondstaub. Staub reagiert unter bestimmten Bedingungen auf magnetische Feldlinien, von denen man auch weiß, dass sie charakteristische Muster hervorrufen können. Das beste Beispiel dafür sind die irdischen Polarlichter, mit dem großen Unterschied allerdings, dass diese zwingend eine Atmosphäre voraussetzen, die auf dem Mond nicht vorhanden ist. Lassen sich die lunaren Figuren trotzdem physikalisch erklären? Dank wissenschaftlicher Fachartikel zum Magnetismus ist das in groben Zügen möglich und ich will es hiermit versuchen. Erste Voraussetzung: Der Mond besitzt einen funktionierenden Geodynamo mit globalen Effekten. Diese Bedingung war vor 3 bis 4 Milliarden Jahren erfüllt, heute nicht mehr. Zweite Voraussetzung: Es muss schwebender Staub in großen Mengen vorhanden sein. Bei jedem größeren Meteoriteneinschlag wird Staub aufgewirbelt. Ein Teil der Partikel kann die Fluchtgeschwindigkeit des Mondes von rund 2,5 Kilometer pro Sekunde überwinden und eine Umlaufbahn im Mondorbit einnehmen. Im Zeitalter des sogenannten großen Bombardements müssen gewaltige Mengen zusammengekommen sein und sich als Wolke um den Mond herum angesammelt haben. Im Mondorbit trifft der Staub auf die hochenergetischen Partikel des Sonnenwindes. Der Sonnenwind treibt den Mondstaub vor sich her und ionisiert ihn. Es entsteht ein Plasma. Jetzt kann der Staub mit dem Mondmagnetismus wechselwirken, was zur Folge hat, dass er entlang der gebogenen Feldlinien in Richtung Pole abgelenkt wird, je nach Ladung Richtung Süden oder Richtung Norden. Letztendlich wird der Staub dort abgelagert, wo die Feldlinien in die Mondoberfläche eindringen. Es entsteht eine gigantische Deponie, bestehend aus den Rückständen niedergegangener Meteoriten und Asteroiden. Ab wann die Muster Gestalt annehmen, schon während des Sinkflugs, beim Aufprall oder viel später, muss offen bleiben. Klar ist nur, irgendwann stellte der erkaltete
und kraftlos gewordene Monddynamo seine Arbeit ein und damit endet der Ablagerungsprozess, aber nicht die Existenz der Figuren. Die Polarfiguren sind mehr als ein Naturwunder. Sie stellen eine Art Langzeitgedächtnis dar, ein Informationsspeicher, der in absehbarer Zeit durch Entnahme von Bohrkernen ausgelesen werden könnte. In den Sedimenten könnten Teile der Entstehungsgeschichte des Erde-Mond-Systems und des Sonnensystems aufgezeichnet sein. Die untersten und obersten Schichten könnten uns sogar verraten, wie lange der Monddynamo in Betrieb war. Das Ganze in doppelter Ausfertigung. Ein Eldorado für künftige Astrophysikerinnen und Astrophysiker. Ein Studium könnte sich lohnen. Konrad Fleckenstein, Sternenstadt Studio, Fulda.